Hallo, ich bin's, Ian. Nachdem ich jetzt spontan eine etwas längere Zeit von YouTube weg war, keine Booktube-Videos geguckt habe und offensichtlich auch keine Videos gemacht habe, habe ich jetzt wieder mehr Zeit und Lust, damit anzufangen. Ich habe die letzte Zeit sehr wenig gelesen und schon allein deswegen habe ich keine Videos gemacht. Das lag auf jeden Fall unter anderem daran, dass ich letztes Jahr ein neues Studium angefangen habe und diesen zusätzlichen Stress, den ich mir gemacht habe mit so und so viele Videos im Monat, genau, der war auf jeden Fall zu viel, deswegen werden jetzt auf jeden Fall nicht so viele Videos folgen, wie es YouTube lieb wäre, also mindestens ein Video, mindestens 20 Minuten lang die Woche, sondern genau, ich schaue einfach, wie es passt. Dass ich so wenig gelesen habe oder Bücher beendet habe, hat aber nicht nur negative Gründe oder halt diesen Stressfaktor, sondern ich habe auch ein neues Hobby für mich entdeckt, und zwar Pen-and-Paper-Spiele, und da habe ich mich definitiv auch sehr in die Recherche geschmissen und habe schon auch viel gelesen, aber halt keine ganzen Bücher am Stück, sondern immer nur einzelne Abschnitte davon. Deswegen, genau, habe ich wenig Bücher beendet. Dadurch, dass ich viel über halt verschiedene Pen-and-Paper-Systeme recherchiert habe, habe ich tatsächlich auch meine Buchrecherche so ein bisschen vernachlässigt und habe zurzeit gar nicht so viele Bücher, auf die ich mich wirklich freue zu lesen. Das heißt, wenn ihr Empfehlungen habt, würde mich das sehr freuen. Prinzipiell möchte ich gar nicht unbedingt so viel ändern daran, was für Bücher ich lese. Also ich will weiterhin viel Fantasy- und Sci-Fi-Bücher lesen, von Personen geschrieben aus marginalisierter Perspektive. Dabei habe ich mir schon auf jeden Fall nochmal extra vorgenommen, mehr darauf zu achten, wo die Bücher oder die AutorInnen herkommen oder es veröffentlicht haben. Also nicht wie die letzten Jahre sehr US-fokussiert zu sein, sondern einfach aus verschiedenen Ländern Bücher zu lesen und auch nochmal mehr so aus deutschsprachigem Raum. Weiterhin möchte ich auf jeden Fall immer wieder Jugendbücher lesen, einfach weil das Ganze so ein bisschen für mich auflockert und da schwere Themen behandelt werden auf eine leichter verdauliche Art und Weise. Dabei halte ich auf jeden Fall weiterhin nach queeren Geschichten Ausschau. Und ich lese ja auch immer, wenn ich unterwegs bin, Non-Fiction-Bücher. Das habe ich auch tatsächlich nicht aufgehört, aber aus offensichtlichem Grund war ich die letzte Zeit einfach nicht mehr so viel unterwegs und dadurch habe ich auch weniger Non-Fiction-Bücher gelesen. Da sich das jetzt so langsam wieder verändert, muss ich einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Was mich so ein bisschen dahin überleitet, dass somit mein Lieblingsformat der Lesemonat war, was ich eigentlich gerne weitermachen würde, aber die letzten Monate habe ich manchmal gar kein Buch oder maximal 2 Bücher beendet und dann ist das Ganze so ein bisschen witzlos, weil eigentlich mochte ich, dass ich in Lesemonaten einfach nur kurz 5 Sätze pro Buch gesagt habe und so einen schnellen Überblick gegeben habe, aber wenn ich kein Buch beendet habe, das heißt, so ganz genau weiß ich noch nicht, welche Formate ich filmen werde. Auf jeden Fall werden wieder so einzelne Buchvorstellungen dabei sein, aber genau, ich mag ja da immer mal wieder was anderes machen, muss ich einfach mal gucken. Wenn ihr da Empfehlungen habt, würde ich mich auf jeden Fall auch freuen, also wenn euch irgendwas besonders interessiert. Das war mein kurzes Hallo, ich bin noch da und ich habe tatsächlich auch noch Pläne für diesen Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und bis bald.